Herzlich willkommen an der Abteilung für Innere Medizin am Universitätsklinikum Tulln. Mein Name ist Dr. Herbert Frank, ich bin der Primarius dieser Abteilung. Wir sind Lehrspital der Medizinischen Universität Wien und auch Universitätsklinik der Karl-Landsteiner Privatuniversität. Und es freut mich, Sie herzlich begrüßen zu dürfen und Ihnen etwas über diese Abteilung zu berichten. Die interne Abteilung, wenn man hier in das Spital hereinkommt und man hat einen akuten Notfall, kommt man zuerst einmal in eine Erstuntersuchung, heißt bei uns Notfall-Erstuntersuchung. Hier wird primär mal geschaut, besteht ein internistisch akutes Ereignis, das im Spital behandelt werden muss. Es ist eine Triage hier im Laufen, die auch entscheidet, kann der Patient hier kurz behandelt werden und nach Hause geschickt werden oder zum Hausarzt geschickt werden, oder ist es so dringend, dass er auch in ein anderes Zentrum transferiert werden muss. Wenn der Patient hier gesehen wurde und es wurde entschieden, er muss aufgenommen werden, also das können sein zum Beispiel Lungenentzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das kann sein gastrointestinale Erkrankungen, dann kommt der Patient normalerweise auf eine Bettenstation und wird dort vom Team der Inneren Medizin betreut. Sollte der Zustand lebensbedrohlich sein, das sind also die Patienten, die auf der einen Seite zum Beispiel ein Schockerlebnis haben, sei es ein septischer Schock oder Herz-Kreislauf-Schock, die kommen dann auf die Intensivstation. Wir betreiben gemeinsam mit der Anästhesie eine Intensivstation mit 10 Betten. Dort wird der Patient dann Kreislauf kontrolliert, Kreislauf unterstützt, wenn notwendig. Wenn zum Beispiel die Nierenfunktion aussetzt, bekommt er eine Hämodialyse, der Patient, oder er kriegt einen Schrittmacher bei Bradykardien oder andere intensivmedizinische Maßnahmen bis zur Intubation und Beatmung. Natürlich haben wir neben dem stationären Bereich viele Ambulanzen, die hier im internistischen Bereich tätig sind, angefangen von einer Diabetesambulanz über eine Herzschrittmacherambulanz, ICD-Ambulanz. Neu dazugekommen sind die telemedizinischen Möglichkeiten, zum Beispiel gerade bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen oder Patienten, die einen unklaren Schlaganfall erlitten haben, die bekommen entweder einen Loop-Recorder eingebaut, mit dem gehen sie nach Hause. Der Loop-Recorder schaut aus so wie ein kleiner Stift, der unter die Haut kommt. Und zu Hause kann sozusagen das Herz rund um die Uhr gemessen werden und die Daten werden übers Internet zu uns dann in die Ambulanz geschickt. Also der Patient ist rund um die Uhr 24 Stunden engmaschig kontrolliert und wir können also feststellen, ob hier Herzrhythmusstörungen auftreten, ob hier ein paroxysmales Vorhofflimmern auftritt, ob hier Pausen zum Beispiel über mehrere Sekunden auftreten, sodass wir den Patienten weiter gut betreuen können. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Diabetespatienten, weil die heutigen Systeme sind sehr gut ausgelegt, dass hier automatisch Zucker gemessen werden kann über einen Hautsensor. Und auch hier können die Messwerte des Zuckers über das Netz sozusagen hier zu uns hereinkommen und wir können den Patienten eigentlich von zu Hause aus kontrollieren, wie die Zuckerwerte sind und gegebenenfalls auch anrufen. Wir haben natürlich den Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie wissen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist nach wie vor Mortalitätsrate Nummer 1. Und prinzipiell geht es immer darum, dass Herzkranzgefäße hier atherosklerotisch verändert sein können und dann zu einer Ruptur des Plaques führen und einem akuten Verschluss des Herzkranzgefäßes, schlussendlich zum Herzinfarkt. Wir haben hier die Möglichkeit, nicht invasiv Herzkranzgefäße zu beurteilen mittels der Coronar-CT-Untersuchung. Wir machen das hier seit ungefähr 10 Jahren. Das ist insofern sehr praktisch, weil der Patient sich den invasiven Herzkatheter erspart. Früher war das nur invasiv möglich, also mit einer blutigen Vorgangsweise. Heutzutage ist das erledigt in 15 Minuten und man kann die Herzkranzgefäße darstellen und feststellen, ob Atherosklerose der Patient in den Herzkranzgefäßen hat oder nicht. Wenn ja, wie ist die Atherosklerose ausgeprägt und braucht in weiterer Folge eine invasive Koronarangiographie mit einer Intervention, einer Stent-Implantation. Das sind die Vorteile dieser Technologie. Daneben hinaus gibt es auch hier in Tulln die Möglichkeit der Herz-MRT-Untersuchung. Das ist Magnetresonanzuntersuchung des Herzens. Insofern wichtig, um festzustellen, die Vitalität des Herzmuskels, festzustellen, ob jemand eine Herzmuskelentzündung hat, kann man sehr deutlich und eigentlich nur mit der Herz-MRT feststellen oder andere Speicherkrankheiten des Herzmuskels. Von den Ambulanzen, wenn ich schon beim Herzen bin, haben wir eine Herzinsuffizienzambulanz
eine sehr große mit vielen Patienten, die hier regelmäßig kommen und gesehen werden. Und hier ist natürlich der Sinn gerade bei herzinsuffizienten Patienten, also Patienten, die eine systolische oder auch diastolische Pumpfunktionsstörung des Herzens haben, dass man die genauer medikamentös einstellen kann. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt einiges erzählt von dieser Abteilung, das klinische Spektrum unserer verschiedenen Einheiten, und freue mich auf Ihr Kommen, wenn Sie hier als Student oder Studentin hier bei uns tätig sein werden. Danke vielmals.